Ich bin auf der Suche nach einer neuen Powerbank. Was muss die haben? Eine gute Leistung, also Kapazität, auch eine gute Ausgangsleistung und ja, eine gute Qualität. Hallo und willkommen auf Tech for Fun. Bei meiner Suche bin ich dann auf die Sharkgeek Storm 2 getroffen. Alter Schwede, ist das die teuerste Powerbank der Welt? 239 Euro. Allerdings das Design hat mich schon echt umgehauen. Also bestellt und jetzt ist sie hier und wir werden das ganze Ding mal unboxen, uns die technischen Daten anschauen und dann natürlich im Praxistest herausfinden, was die Sharkgeek 2 kann. Los geht's! So, da ist das Ganze. Sharkgeek. Kleine schwarze Box und los geht's. Also, als erstes ein User Manual, USB-C auf USB-C, Kabel in Gelb. Achtung, tadadadam, da ist sie. Durchsichtig. So, wie ich das liebe. Dann haben wir hier noch ein kleines Beutelchen, um die Powerbank zu verstauen, weil die dürfte hier durch das durchsichtige Gehäuse recht kratzeranfällig sein. Also hier, das sieht aus wie Aluminium, auch auf der Seite. Flasht mich total. Also noch nie eine Powerbank in der Hand gehabt, die so eine hohe Verarbeitungsqualität hat und so klasse aussieht. Ihr seht hier also alles, die Anschlüsse, ich sehe Kondensatoren, ein paar ICs, Mikrochips. Sieht wirklich richtig cool aus. Hier drin könnt ihr die Zellen sehen. Auf der Seite habt ihr die Anschlüsse, alles schön beschriftet. Also Design, überhaupt gar keine Frage. Klare 1+. 25.600 mAh Kapazität, das ist schon ordentlich und das sind übrigens 93,5 Wattstunden. Und das Besondere, da werdet ihr bei Fluggesellschaften oder auf Reisen keine Probleme haben, denn bei den meisten Fluggesellschaften ist es so, dass ihr Powerbanks und Co. Akkus bis zu 100 Wattstunden mit an Bord nehmen dürft. Eingebaut sind Samsung-Zellen, da setzt Sharkgeek auf absolute Qualität und zwar die 32E und die sind ganz bekannt dafür, dass es sehr gute Akkuzellen sind. Das Gewicht liegt bei 579 Gramm. Ja, für eine Powerbank mit 25.600 mAh ist das schon okay. Also man merkt das schon. Dann herausragend, ihr habt hier ein IPS-Display. Ich schalte das mal ein. Und da gibt es eine ganze Menge an Informationen, die ihr hier von diesem Display abrufen könnt. Zum Beispiel natürlich die Akkulaufzeit, die Ladezeit, die Ausgangsspannung, die variabel ist, die ihr hier an dem DC-Port einstellen könnt, Temperatur und so weiter und so fort. Ja, und an Anschlüssen sind zwei USB-C-Ports an Bord, ein USB-A und ein variabler DC-Port. Was heißt das genau? USB Power Delivery, Quick Charge und satte 100 Watt hier am primären USB-C-Anschluss. Super, auch zum Laden können 100 Watt genutzt werden, wenn ihr ein entsprechendes Ladegerät habt. Und da kommt so ein Ding, was ich ein bisschen schade finde, dass hier kein Ladegerät beiliegt. Klar, Hersteller sagen aktuell immer der Umweltaspekt. Das kann ich beim Smartphone verstehen mit so einem 15, 20 Watt oder 5 Watt Ladegerät. Aber hier hätte Sharkgeek schon ein richtiges Netzteil-Ladegerät dazulegen können. Eine weitere Besonderheit, beide USB-C-Ports unterstützen den sogenannten PPS-Ladestandard. Ja, und was bedeutet das für euch? Ja, einige Smartphones brauchen diesen Standard, um das volle Ladetempo zu bringen. Also zum Beispiel das Samsung S21 oder Samsung S22. Ihr seid hier also in allen Bereichen absolut auf der Höhe der Zeit. So, das waren jetzt viele Daten und Fakten und ich habe jetzt mal hier ein bisschen was aufgebaut, damit wir die Storm 2 mal ein bisschen testen können. Einmal ein MacBook, ein iPhone und ja, eine kleine Ladestation für DJI Drohnenakkus. Vorweg noch mal so ein paar Daten. Was könnt ihr mit 25.600 mAh alles anfangen? Also ein iPhone könnt ihr bis zu 7 Mal laden, ein MacBook fast
2-mal und ein iPad rund 2,5 Mal. Last but not least, eine GoPro oder was ähnliches, eine Actioncam, na, da reicht es für bis zu 15 Ladungen. Gut, ich setze jetzt meine Brille auf, weil das Display ist doch ein bisschen klein, um es gut ablesen zu können. Also ihr habt hier einen In-Bereich, einen Out-Bereich und die Powerbank ist bis zu 95% aktuell geladen. Temperatur 30 Grad bzw. 31 Grad. Fangen wir an hier mit dem MacBook. Das ist kaputt, das heißt der Akku funktioniert kaum noch. Ideal. Also schauen wir mal, ob die Powerbank das schafft, den zu betreiben quasi im Netzbetrieb. Einschalten und gucken wir mal. Auf dem Display steigt die Wattzahl jetzt auf. Hier habt ihr einen Bereich Ausgang im Prinzip, der euch anzeigt, das, was passiert, und der Out-Bereich liegt jetzt bei 23, 24, 25, 26, 27, das können wir jetzt beliebig fortsetzen, 28 Watt und tadadadam, das MacBook wird gespeist durch die SharkGeek Storm 2. Dann ein iPhone, komplett der Akku leer, ran damit an USB-C. Und schon ploppt hier ein zweiter Bereich aus, Out, 9 Watt, 12 Watt, 14 Watt, 15 Watt, 17 Watt, 18 Watt. Da könnt ihr dann hier in dem Menü umschalten und euch die einzelnen Werte anzeigen lassen. Wir haben jetzt hier 25 Watt und ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, es ist dunkel. Das Akkusymbol leuchtet auf und es wird geladen. Gut, und dann Nummer 3, USB-A. Auch hier ran. Also es blinkt und es wird geladen. Also was haben wir hier weiterhin für Angaben? Ihr könnt hier durch das Menü durchgehen, indem ihr hier drückt. Und so könnt ihr die einzelnen Bereiche auswählen. Also wir haben jetzt hier einmal 39,5 Watt. Das wird das MacBook sein. Dann haben wir 27 Watt und einmal 11 Watt. Das wird hier diese Ladegeschichte sein. Ja, also funktioniert wunderbar. Ladekapazität liegt jetzt bei 94% und ihr habt im Falle eines Falles genügend Strom, um euch unterwegs einfach noch ein bisschen Arbeitszeit mit dem MacBook beispielsweise gönnen zu können. Also für mich ist die SharkGeek Storm 2 die coolste Powerbank, die man aktuell kaufen kann. Ja, vielleicht ist sie die teuerste Powerbank der Welt, das weiß ich nicht, aber ich habe aktuell keine teurere gefunden. Aber die Verarbeitung ist ohne Fehl und Tadel. Es sind super hochwertige Samsung-Zellen eingebaut. Ihr habt eine Ladeleistung bzw. eine Leistung von 100 Watt, alle möglichen Ein- und Ausgänge. Der variable DC-Anschluss, den ihr wirklich hier über die Menütaste programmieren könnt. Super. Also, ich finde das Ding richtig klasse. Ja, beim Preis, denn natürlich geht es bei ähnlichen Leistungen deutlich preiswerter. Aber ihr habt dann halt nicht so ein cooles Ding. Also, ich bedanke mich für euch fürs Zuschauen. Ich habe euch die SharkGeek Storm 2 vorgestellt und das Ding macht mir richtig Spaß. Ich freue mich, wenn ihr bald wieder einschaltet. Tech for Fun. Ciao.